Moin Moin, hier ist Dennis von Easy Feedback. Lead-Generierung. Lead-Generierung ist für das Marketing, für das Inbound-Marketing oder halt auch für den Sale essentiell. Denn ohne neue Leads, ohne neue Kontaktdaten haben wir Schwierigkeiten, unser Produkt zu verkaufen, unseren Service an den Mann zu bringen und unsere Ziele zu erreichen. Aber wenn wir uns jetzt Lead-Generierung doch einmal ein bisschen genauer angucken, was ist das eigentlich? Wenn wir das ganz runterbrechen, ist Lead-Generierung nichts anderes wie ein Deal. Das heißt, ich gebe dir was und du bekommst was zurück. Einfaches Beispiel, wenn wir auf der Straße nach unserer E-Mail-Adresse gefragt werden, wenn uns jemand anspricht und sagt, gib mir doch mal bitte deine E-Mail-Adresse, dann würden wir auch sagen, warum soll ich das machen? Also ich habe überhaupt keinen Grund dafür, meine E-Mail-Adresse preiszugeben oder meine Telefonnummer. Das heißt, ein Lead ist irgendwo immer ein Deal und mit einem Werteversprechen verbunden. Das heißt, warum gebe ich meine E-Mail-Adresse? Weil ich dafür was zurückbekomme. Und das sollten wir halt auch immer vor Augen halten, wenn wir nach E-Mail-Adressen fragen, nach Telefonnummern fragen oder ähnliches. Wir machen das heute schon tagtäglich. Wir sehen das auch im Internet, bei jedem Service zum Beispiel. Das heißt, ich gehe auf eine Website, wie zum Beispiel bei uns bei Easy Feedback. Wir haben dort das Anmeldeformular, man kann das Tool nutzen und genau in dem Moment passiert das. Das heißt, es gibt uns jemand seine E-Mail-Adresse und wir geben ihm einen Wert dafür zurück, und zwar das Tool, mit dem er arbeiten kann. So, das ist jetzt ein Beispiel, aber das funktioniert halt oder ist halt auf anderen Portalen oder halt auf Newsseiten oder etc. ähnlich. Auf Newsseiten ist es ja meistens so, dass wir dort halt unsere E-Mail-Adresse hintergeben, weil wir einen Newsletter abonnieren. Dort wissen wir aber in der Regel auch schon, was wir bekommen, weil uns gefällt das Portal, uns gefällt die Nachrichtenberichterstattung und deswegen geben wir unsere E-Mail-Adresse an. Also an der Stelle immer daran denken, wenn wir über Lead-Generierung sprechen, sprechen wir über einen Deal. Das heißt, ich gebe dir was und du bekommst was zurück. Das sollten wir uns halt immer vor Augen führen, weil nichts anderes würde wahrscheinlich sehr schlechte Quoten mit sich bringen. Wenn wir als einfaches Beispiel sagen, bitte abonnieren Sie unseren Newsletter. Oder als zweites Beispiel, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, erhalten Sie jeden Monat ein Insight von Dennis, um noch bessere Befragungen durchzuführen. Und wenn wir uns das beides mal so angucken, dann können wir schon relativ direkt sagen, dass wahrscheinlich die zweite Variante mehr Anmeldungen generieren wird, weil dahinter einfach ein Werteversprechen liegt. Jetzt ist Lead-Generierung ja nichts Neues. Das heißt, wir kennen das alle, wir kennen auch die klassischen Mechanismen, die werden auch eingesetzt, die werden zum Beispiel auf Landingpages eingesetzt, wir schalten AdWords-Anzeigen auf eine Page, führen die User dahin und versuchen ein Lead zu generieren, um dann Kontakt aufzunehmen, und auch der User, der kennt das schon. Also das Internet ist ja vollgepackt damit und die ganzen Mechaniken, die dahinter stecken, die meisten sind klassisch, sage ich jetzt mal. Das kennen die Leute und darauf reagieren sie dann dementsprechend auch. So, die Frage ist jetzt, wie können wir das ein bisschen kreativer gestalten? Wie können wir aus dem Normalen rauskommen, um halt einen draufzusetzen, um noch mehr Leads oder Leads in einer bestimmten Ecke oder bestimmten Bereich des Services zu generieren? Wir haben uns einfach mal ein Beispiel dafür ausgedacht. Ein fiktives Beispiel ist ein Hemdenshop. Der hat eine Website, einen Online-Shop, wo er seine ganzen Hemden verkauft, alles nach Kategorien, Hemdgrößen, Kragen, Muster etc. alles einsortiert. Und da wäre jetzt die Idee, wie schaffen wir es an der Stelle, Leads zu generieren, um halt Individualservice zu verkaufen. Und die Idee ist einfach mit einer Befragung, das können wir jetzt ja auch schon machen, dass wir hinten eine E-Mail-Adresse ranhängen. Nur wir haben dann nochmal überlegt, wie können wir das ein bisschen kreativer verpacken. Und die Idee, die dabei rausgekommen ist, ein kleines Quiz. Das heißt, wir fragen den User am Anfang ab und stellen eine Hypothese in den Raum, könnte ich fast sagen. Und zwar, du möchtest deinen Stil verändern, lass uns zusammen was Neues finden. So, die Umfrage ist so aufgebaut, dass wir im ersten Step halt ein paar Daten zu seinem jetzigen Verhalten abfragen oder wie er zum Beispiel seine Hemden trägt, in welchen Situationen, zum Beispiel welche Schuhe, eher locker, eher feiner, eher mit Anzug oder ohne Anzug, mit Jeanshose, je nachdem. Also da ist die Idee einfach, ein paar Sachen abzufragen und dann über die Quizfunktion, die wir am Ende haben, ihn danach auf drei verschiedene Typen von Stilen, von
Stilrichtung, wie man halt sein Hemd tragen kann. Also einmal so als Gentleman, einmal ein bisschen Casual, einmal so ein bisschen mehr Fashion-Style, also ein bisschen überzogen, so ein bisschen so Karl Lagerfeld-mäßig an der Stelle. Genau, und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückkommen auf die Lead-Generierung, warum wir das Ganze hier gemacht haben oder was wir an der Stelle hier haben wollen. Das heißt, wir haben uns ein kreatives Beispiel ausgedacht, wie wir den User ein bisschen animiert bekommen, dass es ein bisschen lebendiger wird und dann vor der Darstellung der Ergebnisse bzw. vor der Präsentation der Ergebnisse fragen wir nach der E-Mail-Adresse. Ich habe bis hierhin den User gehalten. Er wird wahrscheinlich, oder hoffen wir mal, wenn das Ganze gut ausgefüllt ist, wenn die Fragen gut gemacht ist, alles ausgefüllt haben. Der Spannungsbogen geht nach oben. Er ist natürlich jetzt sehr, sehr gespannt, was jetzt am Ende für eine neue persönliche Stilrichtung da rauskommt. Und genau in diesem Moment fragen wir dann die E-Mail-Adresse ab und sagen, gib uns bitte noch deine E-Mail-Adresse, dann können wir dir eventuell noch weitere persönlich auf dich zugeschnittene Stile vorstellen und dann zeigen wir dir das Ergebnis an. So, und da haben wir halt jetzt eine Situation geschaffen, wo wir ein Werteversprechen ganz klar haben, weil das bekommt er jetzt gleich im Anschluss, wenn er draufklickt und wir ihn ein bisschen mit was Neuem überrascht haben. Das wäre jetzt so mein Insight für euch. Das heißt, wenn ihr über Lead-Generierung nachdenkt, dann denkt immer daran, dass Lead-Generierung nichts anderes wie ein Deal ist. Das heißt, ich gebe was und dafür bekomme ich was, weil sonst funktioniert es nicht. Bedeutet, dass wenn ihr irgendwo Abfragen innerhalb der Befragung macht oder auch wenn es außerhalb von Easy Feedback ist, das muss ja gar nicht alles mit uns zu tun haben, sondern wenn ihr irgendwo Formulare setzt, denkt immer dran an das Werteversprechen, gebt was raus dafür, dass ihr die E-Mail-Adresse bekommt, versucht das zu verpacken, dass die Story rund ist, dass es nicht so hakt, sage ich jetzt mal, und dann wird es auch zu dem Erfolg führen, den ihr euch vorstellt. Das war's, das war mein nächster Insight an euch. Bis dahin.